Jedes Trauma hat ein enormes Potenzial zur Bewusstseinserweiterung in sich. Das, was in einem Trauma passiert oder in einer traumatischen Erfahrung ist, dass es uns einschließt im Körper und im Denken. Dass es so wie so ein Schutzkokon bildet. Und indem es das bildet, versucht es sich wie so zu schützen. Aber das, was tatsächlich passiert ist bei einem traumatischen Erlebnis, ist immer eine Bewusstseinserweiterung. Also man ist über was hinausgegangen, was zu viel gewesen ist für den Körper und für den Mind. Und in dem Moment passiert was mit dem Nervensystem. Es wird wie gezwungen, größer zu werden, könnte man sagen. Sich wie so auszuweiten. Also deshalb heißt es vielleicht auch Bewusstseinserweiterung. Ja. Also es wird wie, irgendwas wird mehr. Also wir erleben was Traumatisches und wir erleben das mit und gleichzeitig, wie kann man das sagen? Es ist wie so eine Dimension, die wie so eigentlich dazukommt. Ne? Genau, ja. Und von dieser Dimension wollen wir heute wie so mal reden, weil wir sehen oft, dass Menschen mit Traumas das Gefühl haben, sie haben eine Bürde oder eine Narbe oder einen Schatten auf sich, den sie wie nicht loslassen können und so. Und das stimmt, wenn man in diesem Eingeschlossenen bleibt. Aber wenn das Trauma Heilung erfährt, und das haben wir schon so oft erlebt mit unseren Klienten und in unseren Retreats oder auch bei uns selber, für uns ist das Trauma eine Bewusstseinserweiterung gewesen, eigentlich wie so ein Geschenk gewesen. Da passiert was, wo, wenn das heil wird, wo es wie das Eingeschlossene wie weiter, also man hat eine größere Öffnung. Man wird vielleicht sensibel auf, sehr feinfühlig oder plötzlich spirituell interessiert. Da kann ganz viel passieren mit dieser Öffnung von einer Traumaheilung. Weil wenn das Eingeschlossene heilt und weich wird oder durchlässig wird oder eigentlich du dich wieder öffnen kannst fürs Leben, merkst du, dass du das Leben anders wahrnimmst, größer. Es ist wie klarer. Du merkst vielleicht eine größere Feinfühligkeit mit anderen Menschen. Du hast wie eine Klarheit, weil du spürst, wo es dich hinzieht in deinem Leben oder was für dich stimmt und was nicht. Und wenn wir durch das Trauma gucken, ist das immer so eine Unklarheit. Also wir versuchen mit dem Trauma durchs Leben zu gehen und für uns zu bestimmen, was will ich und was will ich nicht. Aber es ist immer so geschwächt durch diese traumatische Verschiebung, würde ich mal sagen. Also durch dieses Einschließen von diesem Trauma können wir gar nicht, ist das wie so, könnte man sagen, wie vom Mind. Also der Mind navigiert uns durchs Leben, weil er Angst hat, in diesen traumatischen Zustand nochmal zu kommen und das je zu vermeiden. Und wenn das Trauma aber heilt, haben wir die ganze Kapazität, das Leben zu sehen, mit und allem. Viel größer viel halt. größer, Ne? ja. Dadurch, durchs Trauma passiert wie eine Vergrößerung halt. Ne? Und der Mind und die Gesellschaft sehen eigentlich ein Trauma wie so als Makel. Ja. Dabei ist eigentlich ein Trauma eine Riesenchance. Das ist halt auch ein Geschenk von der Existenz, tiefer zu gehen, mehr vom Leben wahrzunehmen, klarer, wacher zu sein. Und das hat auch eine wahnsinnige spirituelle Komponente. Deshalb sind auch viele Menschen, die Traumas haben, wie sensibel oder offen eigentlich für spirituelle Erfahrungen oder für Selbsterfahrungen oder für die Natur, ne, für Tiere, für Energien. Also das ist nicht ohne Grund. Da passiert schon die Heilung eigentlich, indem man wie offener für was geworden ist. Ne? Und wir müssten manchmal
mehr eigentlich auch den Fokus drauf machen, was hat uns das Trauma geschenkt? Also was ist passiert? Also wo sind wir vielleicht besser geworden oder klarer geworden? Das mag vielleicht nur was Kleines sein, aber das ist vielleicht so der Weg in die Richtung von der Heilung halt auch. Ne? Also es ist nicht nur Schmerz und eine Bürde, ein Trauma zu haben. Ne? Das ist vielleicht, könnte man sagen, die negative Seite von einem Ja. Trauma. Das ist der Schmerz, das ist das, wo das passiert ist, das ist das, wo wir gemerkt haben, oh Mann, das war einfach too much, oder das kann auch ja manchmal über viele Jahre was Traumatisches passiert sein. Also wie eine Zeit, die vielleicht mega anstrengend war in deinem Leben. Und gleichzeitig hat die aber was mit deinem System gemacht, wo dein Potenzial, das Leben wahrzunehmen, erweitert wurde. Und das ist die positive Seite von dem Trauma. Weil wenn das Trauma geheilt ist, kannst du das, was positiv passiert ist, also diese Bewusstseinserweiterung, noch mehr leben. Und die kann dein Leben unwahrscheinlich bereichern. Die kann dich viel liebevoller machen, viel mitfühlender, ne? Viel klarer. Ja. Wir haben das so mal verglichen mit wie so einer Brille, also eine beschlagene Brille, die man bekommt durch ein Trauma. Also man wird wie so eingeschlossen und man hat wie so einen Nebel eigentlich so in sich und so. Ne? Und wenn dieser Nebel aber plötzlich gelichtet wird, ne, und diese Brille abgesetzt wird, erscheint das Leben viel klarer, Ja. viel weiter, viel offener. Viel und so. intelligenter. Und dann könnte man sagen, boah, ist das ein Geschenk gewesen, diese Traumaheilung, also diese Klärung eigentlich von dem. Ne? Und das ist schön, das ne? ist schön. Klärung. Ja. Eigentlich ist diese Traumaheilung, das ist wirklich eine Klärung. Es klärt, wenn du es schaffst, Ja. da hinzuschauen, das Trauma zu heilen, dich damit zu befassen und dass das sich lichten kann, passiert eine Klärung. Und dieses Klären ist eine ganz andere Art, auf das Leben zu schauen, auf wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen, Es ist auch deine Stärke. Meinungen zu haben. Ne? Ne? Es Ja. wird auch zur Stärke, Genau. also es wird zur der Kraft deines Lebens oder so. Ne? Also man könnte sagen, wenn ein Trauma geheilt ist, dass es dich kräftiger macht, stärker, lebendiger. Ne? Und deshalb stimmt das für uns so nicht, dass man Traumas einfach nur als Schatten hinstellt oder als, wenn was passiert ist, wenn in der Familie eine Tragödie passiert ist oder mit einem selber in der Kindheit was passiert ist und so. Das ist was, wo einen weiter, klarer machen kann. Ne? Alles kann einen weiter und klarer machen, wenn es heilt. Es braucht einfach diese Hinwendung dazu, dass man das wie so schmelzen lässt eigentlich, diesen Nebel und diesen Schmerz, der da drin ist. Ne? Und wir wollen da wie so nur Mut machen, dass eigentlich hinten dran nicht nur einfach so eine Heilung vom Trauma und dann gehst du wieder ganz okay durchs Leben. Nein, es kann sogar noch viel tiefer, klarer, schöner werden, als du je dir vorstellen konntest. Ja? Deshalb ist das so ein schöner Weg, sich dem hinzuwenden, weil am Ende wirklich die Befreiung einfach da steht. Und weil wir unser Leben wirklich ganz anders leben können. Und gerade jetzt in so einer Zeit, ich habe manchmal auch wirklich das Gefühl, dass diese Traumas vielleicht auch passiert sind, weil das braucht, dass wir diese Bewusstseinserweiterung erleben als Ja. Menschheit. Deshalb jeder, der sich da hinwendet und diese Traumaarbeit macht und in diese Erweiterung kommt, ganz anders lebt und auch ganz anders vorlebt anderen Menschen, ne? Den Kindern, die Ja, er da macht es sind. einfach auch für die Welt. Genau, ne? ja. Also das ist wie, auch die Welt hat die Traumas, diese traumatischen Erfahrungen von Covid. Von Kriegen, von schrecklichen Sachen, ne, die passiert Das sind so viele kollektive Traumas. Ja. Ne? Und die haben alle ein riesen Wachstumspotenzial in sich. Ne? Wenn sie geheilt werden, gefühlt werden und angeschaut werden. Wenn man einfach wegschaut und aufs Nächste geht und so, ne? Dann haben die wie so eine Kraft, einen im Nebel zu behalten. Ne? Aber für viele, viele Menschen, und
für die reden wir, sehen dass es sie wachsamer macht, sie lichtvoller macht, mehr hingezogen vielleicht auch zur Einheit oder zur Liebe und wir wollen da einfach wie das unterstützen und sagen, ja genau, das ist tatsächlich der Weg von einem Trauma. Also das Trauma ist nicht nur das Schrecken, das ist die eine Seite und gleichzeitig mit dem Schrecken kommt diese Bewusstseinserweiterung und das Geschenk vom Trauma, die Heilung, das Einssein, das Gefühl von Liebe und Verbundenheit. Und wir wollen in keiner Weise die Schrecklichkeit von einem Trauma schmälern. Wir wollen nur aufmerksam machen auf das Potenzial, was da drin ist. Das ist vielleicht nicht für alle Menschen zugänglich oder sind offen dafür, aber es ist ein Potenzial. Ja. Und ihr könnt gerne mit uns in Kontakt gehen, wenn ihr das spürt oder Hilfe da braucht. Wir haben schon vielen Menschen geholfen und viele haben das auch gesehen und gespürt, dass das für sie eine Bereicherung gewesen ist, sich dem zuzuwenden. Es ist schon auch, es braucht Mut, sich dem zuzuwenden, aber hinten dran ist die Klarheit und Freiheit des Lebens. Und die ist vorher, wäre die nie so gewesen, wie es eigentlich nach der Heilung oder nach dem Trauma gewesen ist. Deshalb sehen wir eigentlich Traumas auch als Möglichkeit der Bewusstseinserweiterung. Ja, alles Liebe von uns.